Du, ich muss dann mal los. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now. I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Ja, und überlebt diesmal. Ja, echt cool. Ich hoffe es. Zumindestens. So, gucken wir uns erstmal hier wieder um. Gut, hier ist aber diesmal nichts außer eine Blendgranate. Blendgranaten sind auch sinnvoll. So, dann da ist das Zimmer mit den Toten. Und da oben, gucken wir mal, gibt es da oben jetzt was Neues? Ach, Leuchtpistolenmunition. Auch schön. So, aber ansonsten gibt es hier nichts, deswegen ab schnell zum dritten Raum. Keine Zeit hier verlieren. Zack. Da liegt er. Mal kurz umgucken. Nee, nehmen wir den Schlüssel. Und auf zu Sternwarte. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Ach ja, da sind wir wieder. Guck nicht, Joe. Das kennen wir schon. Gibt es eigentlich da unten irgendwas? Nö, außer schrecklichen Wind. Hello, I was expecting you. Was? I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Danke. Schön, wenn man solche Spiele zumindest recht schnell erledigen kann. Miep. Okay, hier geht's nicht auf. Fies. Alter Kraxomax. Oh. Warum? Schau doch nicht wohin, wo gar nichts ist. Du Arsch. Oh. Batterie. Au. Au. Mann, das tut doch weh. Och nö, jetzt ist er böse. Jo. Moment, muss noch mal nachladen. Oh. Wo kommst denn du auf einmal her? Kommt ein Riese auch wieder. Erstmal hier ein bisschen eindecken. Hier. Leuchtpistole kann ich nicht mehr aufnehmen. Oh! Schreib mir doch nicht so. Kommt noch einer? Ja klar. Da komm rein. Ich warte. Ich warte. Und warte. Und warte. Und er kommt nicht. Wo ist er? Hast keine Lust mehr? Okay. Jetzt Radio einschalten. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times,
And on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day. Literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. Ich bin gleich But wieder on the whole, zurück. I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Ah ja, ich dachte, Alice kann Barry nicht ausstehen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen unerklärlich. Aber gut, soll mir recht sein. Gut, gehen wir links oder rechts? Gehen wir links oder rechts? Links, rechts, links, rechts. Mann, was sind immer Entscheidungen? Ach, da... Was war denn das jetzt für ein Türsound? Gut, den machen wir mal. Es werde Licht. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Ja. Komm, fliegendes Auto. Da hat sich irgendwie nicht viel daran verändert. Naja. Schön, dass man halt irgendwie noch was hat, was man kennt. Ja, ja. Ah, ist ja ein großer. Hier. Oh! Warte mal. Hier, fang mal. Ha! Was war denn das jetzt? Ich schieß dich genau an und dir ist es völlig egal anscheinend. Mann, komm, fall um endlich. Danke. Dachte schon, der will gar nicht mehr umfallen. Aber wieder diese Leuchtpistole gerade irgendwie. Manuskript. So, erstmal hier Manuskript lesen. Ja, E5. Ach, wir haben 2? 2 ungelesene Manuskripte. Wie darf denn sowas sein? 3? Hä? Okay, Leute, jetzt machen wir Manuskripten-Part. Gut, erstmal Dr. Meadows. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He'd pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Tja, manchmal kann halt die Forschung interessanter sein als eine Party.
The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. Ach, das ist das Neue, was wir ja machen mussten. Okay, allgemeine This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Ja, wahnsinnig werde ich schon die ganze Zeit. Immerhin sitze ich da vor einem Schreibtisch und rede mit mir selbst. Naja. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo, weil mir fehlen noch ein paar Manuskriptseiten. Ist halt gerade so eine Sache. Manuskript, ich brauche eine Manuskriptseite. Bist du ein Manuskript? Nee, Munition. Hehe. Weil ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal. Also alle guten Dinge sind 3. Oh. Hier ist Manuskript. Ja, wie schon gesagt, Manuskriptenpart. So. Der einsame dunkle Ort. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Jetzt verstehe ich das auch zumindest. Also die Oh, lass das doch. Wie unfair. Die Radiosignale und das alles, das sind alles richtige Signale von Anführungszeichen richtigen Welt. Und die Lichter gehen ein nach dem anderen aus. Na toll. Hallo Großer. Hey, wolltest mich erschrecken, hä? Hat nicht funktioniert. Sorry. Komm. Polente. Hätten wir das auch mal. Der verfolgt mich da noch. Gib mal Ruhe, du. Wenn mich nicht mal die Polizei stoppen kann, dann kannst du das schon gar nicht. So, liegt hier irgendwas? Beim Auto vielleicht? Nö. Aber warte mal, hier könnten wir jetzt... Wie viele Manuskriptseiten haben wir denn jetzt? Oh. Nehmen. Hübsche Waffe. So, da wir jetzt aber soweit... Hey, lass du das? Ach, das ist so einer. Ah, was? Mann, jetzt kommen wir da schon wieder. Und was ist jetzt mit der Waffe los? Doppelschuss-Action oder wie? Hier, Manuskript. Jo, das noch und ich glaube, dann haben wir soweit alle. Also großteils. Dr. Meadows, ach. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her.
Warum also? Gute Frage. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Warum hat er sie verschont? Diese Frage werden wir wahrscheinlich nie klären können. So. Können wir nicht mehr aufnehmen? Gut. Manuskript? Nö. Ich bin gerade ein bisschen, also ich schaue mich hier jetzt noch ein bisschen mehr... Oh. Ich möchte auch nochmal darüber schauen. Weil hier sind wir vorher nicht hingekommen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass hier auch noch ein Manuskript versteckt sein muss. Hier, irgendwo. Warte mal, was liegt denn hier eigentlich noch? Jagdgewehr. Och, nö. Aber wir schauen uns hier im nächsten Part um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.